Das 400 Kilometer Brevet 2023 von Küste zu Küste. Im Herzen von Schleswig-Holstein. Gruppe fahren. Bei Wind und bei Sonnenschein. Mit einer Schwebefähre fahren. Komm mit, sei dabei. Faszination Brevet fahren. Das ist Audax. Willkommen. Im ersten Teil führte uns der Track von Kiel über Vrohe, über Oschlag, an der Schlei vorbei, hoch an die Flensburger Förde nach Glücksburg. Und nun geht es weiter Richtung Südwesten nach Husum, an der Nordseeseite runter nach Meldorf, und dann weiter ein bisschen südlich, mehr westlich nach Bad Bramstedt, bevor es wieder Richtung Norden nach Kiel nach Hause geht. Ein Wasserschlösschen. Ja, Pause ist durch. Ganz kleiner Trupp jetzt. Ein paar sind schon vor, die haben kurz Pause gemacht. Nun sind wir zu viert. Mal gucken, ob wir die einholen, die anderen. Und so geht's langsam aus Glücksburg raus. Die erste Zeit werden wir unter uns Vieren bleiben. Also schöner kleiner Trupp. Fahren durch kleine Wälder, durch Felder und Wiesen. Und ahne noch nicht, was gleich kommen wird, denn gleich gibt's einen Zwangsstopp. Hätten wir uns nicht so beeilen müssen. Oh, 20 Kilometer noch. Und dann Kontrolle 4. Wieder auf schönen, ruhigen, autobefreiten Straßen. Wechseln uns immer schön ab. Die machen Picknick wegen der Kühe. Geil. Und noch ahnen wir nicht, wie lange wir da stehen werden. Wie lange warten wir schon, dass frei wird? 5 Minuten. Und die Herde, aber die ist jetzt fast zu Ende. Ja, guck mal, komm. Ja, die haben sie abgesperrt. Ja, da hat das Mikro sehr gerauscht im Wind, deswegen habe ich das stark runtergedreht. Aber die Kuhherde war riesig, die hatten einen riesigen Stall, das kann man hier so auf dem Video gar nicht so sehen. Ich weiß nicht, ob das 1000 Kühe waren. Und die sind wohl tagsüber auf einer riesen Weide und abends laufen sie dann alle in ihren Stall rein. Und das dauert mal so locker, weiß nicht, halbe Stunde oder so. Na ihr?
Ja, die hatten es auch überhaupt nicht eilig. Die zogen da so ganz langsam rum, haben uns mehr angeguckt, als dass sie vorwärts gehen. Und komischerweise sind wir auch nicht mehr Radfahrer geworden. Ich hätte gedacht, da kommt dann irgendwann nochmal ein Riesentrupp an und dann steht da eine große Gruppe. Die ganze Riesenscheune da hinten, die machen sie jetzt voll. Wie lange jetzt? 10 Minuten hier? Eine Stunde später? Das dauert immer noch, Alter. Das ist rappelvoll mit Kühen hier, die Erde, die Wiese. Ne, ihr seht nicht so oft Radfahrer, ne? Ja, wir haben uns die Zeit vertrieben mit auf dem Rasen rumliegen, mit bisschen Quatschen, mit Picknick und mit Kühe angucken. Gab ja genug davon. Und Fotos machen. Und das hat echt verdammt lang gedauert, bis das Spiel vorbei war. Das haben wir auch noch nicht erlebt, dass sie hier fast eine halbe Stunde hier so eine Straße absperren. Ah, jetzt geht's los. Das ist jetzt das Ende da vorne. Das kommt mit so einem Buggy, treibt er die Kühe weg hier. Ja, da kam der Bauer mit dem Buggy. Wer weiß, was er mit dem Buggy da auf der Wiese gemacht hat, um die Kühe dazu zu bringen, da jetzt nach Haus zu gehen. Fuhr dann der letzten Kuh hinterher. Und dann kam er zurück und hat uns das Gate wieder aufgemacht. Ah, kein Strom drauf. So, wir haben noch knappe 16 Kilometer voll gegen den Wind. Und es geht langsam in das Marschgebiet, so nennt man das hier in Schleswig-Holstein, rein. Später nachher im Süden haben wir dann die Geest. Aber nun heißt es erstmal nochmal schön klein machen, dem Wind nicht so viel Angriffsfläche geben, Gruppe fahren. Und es geht nach Husum, der grauen Stadt am Meer. Ja, da musste ich wieder das Mikro runterregeln. Das war einfach alles völlig verrauscht. Ja, er musste ordentlich drücken und alle dahinter konnten doch relativ entspannt dann fahren.
bis man dann selbst an der Reihe war. Da hat man gemerkt, wie das ist, vorne bei gutem Speed da schön zu drücken. Und wo wir knapp 180 Kilometer schon in den Beinen hatten, Die hinten entspannen schon mal schön. Ganz vorne ist ganz was anderes. der Wind blies uns dann mit ca. 45 Stundenkilometern entgegen. Na, nun war ich vorne und fall wieder nach hinten, dass der Puls wieder ein bisschen runterkommen kann. Und zu sechst geht es weiter Richtung Husum. Und da sind wir, die graue Stadt am Meer. Husum. Checkpoint Nummer 4. Wir haben nicht ganz 200, 10 fehlen noch. Aber so knapp die Hälfte. Und sind jetzt 7 Stunden 50 unterwegs. Ja. Aber jetzt gleich ist es ein bisschen schneller gehen. Dann haben wir den Winter von der Uhr noch einen Bläsdauerblick. Und eine kleine Truppe ist schon da. Mal gucken, wenn die gerade starten. Wir haben gerade mal oder noch nicht mal die Hälfte, 190 Kilometer. Oh, die machen sich fertig. Ich denke, ich werde die Gruppe wechseln. Mit denen weiterfahren. Die anderen wollten noch ein bisschen weiter Pause machen und ich entschied mich dann, mit denen jetzt mitzufahren. Und es ging einmal quer durch Husum. Noch Brötchen in der Hand, linker so halb angefasst, Ei. Und dann durch die buckelige Fußgängerzone. Das ist so die Haupteinkaufsstraße oder Hauptstraße in der Innenstadt von Husum. Und geht zum Hafen runter, der ist ja schön hier in Husum. Da fahren wir einmal wahrscheinlich um die Spitze vom Hafen. Der Hafen hat einen recht hohen Tidenhub, also wenn da das Wasser raus ist, dann sieht man tief unten im Hafenbecken vom Innenhafen dann ziemlich weit unten den Schlick. Ja, es scheint gerade Ebbe zu sein, der Hafen ist leer. Wasser ist weg, so der Strick da. Oh, ist das eine Scheißstraße. Und dann liegen die Boote da unten auf dem Schlick rum. Oh, die hauen mir ab, ey. Ich hoffe, dass ich das
mit den Klamotten. Ich fahre mich noch kurz unten. Das ist schon ganz schön frisch. Und wir haben erst kurz nach 3. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist wärmer. So, nun schickt uns Carsten und Claudia direkt nochmal mit Seeblick oder Wattblick. Ich tippe mal, wir haben ja Ebbe. Da werden wir gleich schön Watt sehen hier vorne. Für ein paar 100 Meter. Und dann geht es wieder auf die Straße. Fahren wir mal außen am Deich wieder viel mit in der Mitte. Ja, ist Watt. Sagt man ja auch. Das Wattenmeer ist ja Nationalpark und unterteilt in Regionen, also unterschiedliche Nationalparks sind das, die zu einem großen Nationalpark dann gehören. Ein Foto an die Family. Nee, nicht. Natürlich. Kein Badewetter. Nach einem kleinen Fotoshooting geht's weiter. Für ein paar 100 Meter immer entlang dem Watt unten am Rand des Deichs. Und alle paar 100 Meter stehen da diese Gitter, dass die Tiere da nicht rüber können, mit einem Zaun noch davor, der sich immer automatisch verschließt. Muss man noch mal gut aufpassen, dass das schwere Tor nicht hinten irgendwie gegen die Schaltung knallt. Ist noch an, ich weiß gar nicht so genau. Ja, danke dir. Wo verstaust du das jetzt so? Ja, ein paar schöner. Ja. Ja, in dem Schlammloch hier habe ich immer gebadet im Sommer, wenn wir hier Urlaub gemacht haben. Oh, hier fahren wir durch die Schafscheiße. So, und ich glaube, jetzt springen wir ab und haben den Wind nicht mehr voll von vorn. Ja, das ist der letzte Punkt, wo wir zumindest über Tage dann ab jetzt den Wind von hinten haben. Und zwar richtig von hinten. Er wird uns richtig schieben. Wo geht's lang? Ah ja. Siehst du, jetzt kommt er von hinten. Den Zaun könnte irgendwann nervig werden, dass es weitergeht.
Nee, das ist vorbei. Das ist nur, wenn da ist es so um die Schafe, dass sie nicht abhauen. Kommst du von hier oder? Ah ja. So weit ist es ja nicht. Und hast du hier geschlafen oder angefahren? Angefahren. Na, hier haben wir uns erstmal verfahren. Also wieder zurück. Ja. Hier jetzt, oder? Und ein paar hatten uns eingeholt. Der Trupp ist wieder ein Stück gewachsen. Und so geht's wieder in Zweierreihe auf einer etwas dickeren Straße. Mit viel Wind in rauschender Geschwindigkeit. Zum nächsten Ziel nach Meldorf. Entlang von riesigen Rapsfeldern, die alle herrlich gelb blühen. Mich willst du filmen? Danke dir. Ja, das ist die Marsch. Da ist kaum was mit Windschatten oder Windschutz. Alles ganz flach, da kann man ewig weit gucken. Das war mal alles Watt. Aber wenn der Wind von hinten kommt, ist das auch klasse. Und so geht es auch mal ein paar Kilometer über solche Art Schotter- und Gravelwege.
Jetzt sind wir in der Eider Marsch in Tönning. Und fahren jetzt diesen breiten Trichter der Eider vorm Sperrwerk in Richtung Eidersperrwerk, was bei Sturmflut da das Inland schützt. Ein beeindruckendes Bauwerk. Wir nehmen uns nicht die Eider beim riesen Windpark. Und dann geht es zum Eidersperrwerk. Und da fahren wir gleich rüber. Ja, wie schön. Kann man wirklich kilometerweit gucken. Wie man so sagt, kann man abends sehen, wer morgens bei einem klingeln wird. Ja, direkt voraus ist das Eidersperrwerk, zumindest dieser Kontrollturm, wo die Schleusen reguliert werden. Beliebtes Ausflugsziel mit so einem Kiosk daneben und eine riesige Möwenkolonie. Und die regelt, was in der Eider rein soll und wieder raus soll. Das ist hier die Eider. Und das Eidersperrwerk ist im Sommer auch wirklich Touristen-Hotspot. Da fahren dann viele hin, um sich das anzugucken. Da sind riesige Tore, die sie auf und runter machen können, um da den Zustrom von der Nordsee her zu regulieren. Und wie gesagt, bei Sturmflut das Inland zu schützen. Und auch ganz bekannt für eine Vogelkolonie, die da immer brütet. Und das ist dieser Kontrollturm, den man da jetzt sieht, den man schon von Weitem her erkennt. Ein paar Tage später bin ich dann mal so hingefahren, um ein paar Aufnahmen zu machen. Wir sind da durchgefahren, ohne zu gucken. Ja, hier sind die Schotten unten und hier ist das riesige Schott oben. Na, ist schon ein großes Teil, dieses Sperrwerk. Aber drollig sind die ganzen Vögel dort. Ja, das ist voll damit. Auf beiden Seiten. Weit bis ans Wasser hinten ran. Brüten da diese kleinen, putzigen Vögel. Weiter geht's zurück auf die Straße. Man brauchte gar nicht viel drücken auf dem Pedal, um damit 40 Stundenkilometer lang zu fahren. Der Wind von hinten war 45 Stundenkilometer schnell. Wow, muss man kaum treten. Wind voll von hinten. Und auch kaum Windgeräusche am Mikro der Kamera.
fährt man fast bei Windstille. Jo, einer ist auf der Straße geblieben und der bleibt da auch. Weil der Radweg astrein ist. Na, er kassiert massenweise Huper und wird sich das auch gleich überlegen und fährt dann auch rauf auf den Radweg. Und so machen wir kräfteschonend schön Strecke. Und es geht weiter Richtung Meldorf bei Kilometer 264, dem privaten Checkpoint, den Carsten organisiert hat, wo es ja Verpflegung geben wird. Weiter geht's auf landwirtschaftlichen Wegen, mitten durch die Marsch. Ungestört von Autos. Ja, hier blende ich nochmal ein, wie schön warm das eigentlich ist. 12 Grad haben wir jetzt, so um 17 Uhr. Der Wind von hinten mit 45 Stundenkilometern. Zumindest bis wir wieder Richtung Norden drehen. Und da ist die Kontrolle in Meldorf bei 264 Kilometer bei einem befreundeten Radverein. Ja, und die haben uns super köstlich bewirtet. Wir bereiten uns also jetzt für den späten Abend vor und die Fahrt in der Nacht. Bis zum nächsten Teil.